Hallo zusammen, heute wird es spannend. Wir gehen in die Unterwelt, hier in einen ehemaligen Abbau von Mühlsteinen. Das ist ein Lavastrom, hier ein Basaltlavastrom bei Mendig, und der hat eine ganz, ganz spannende Unterwelt, und es ist die größte Situation, die wir uns vorstellen können weltweit. Und wir haben jetzt den Sven von Loger, Geologe aus Köln, bei uns, der Spezialist ist für diese Region. Er hat hier lange geforscht und untersucht. Und er macht nicht nur Untersuchungen hier in dem Raum, was wir jetzt nutzen werden, sondern er ist auch Spezialist für Exkursionen. Er schreibt Bücher. Und das ist eine Situation, die ich an anderer Stelle nutzen werde. Und zwar gibt es noch einen besonderen Zugang von seiner Seite aus für Goldwaschen am Rhein. Und das ist etwas, was ich gerne mal machen werde, denn ich habe schon ein paar Mal probiert und es ist mir noch nie gelungen, ein Körnchen zu finden. Aber du kannst also ja selber... Mit dem Körnchen ist so eine Sache, ne? Ja. Flitterchen, wir finden Flitter, aber dafür dann umso mehr. Also wenn ich zum Rhein gehe, ich finde immer Gold. Ne? Deshalb bin ich auch so wohlhabend und kann mir erlauben, hier den ganzen Tag durch die Vulkaneifel zu laufen. Nee, Gold ist im Rhein und das ist eins meiner Lieblingsgebiete. Genauso wie hier die Mendiger Gegend oder das Eifler Mühlsteinrevier heißt das ja hier. Ne? Da gehört Mayen, Ettringen, Kottenheim und Mendig dazu. Andernach auch noch als Verladestation. Und hier haben die Römer angefangen, vor 2000 Jahren Basalt abzubauen, Mühlsteine. Und fast bis neulich, bis 1960 oder 19, so fast. Ja, ja. Das heißt, du bist derjenige, der perfekt ist, uns jetzt gleich in die Unterwelt zu führen. Und da gibt es sicherlich sehr spannende Dinge zu sehen. Ja, ich kenne da eigentlich fast jeden Meter da unten. Ich habe da einen sehr umfangreichen Bildband gemacht über die über den Basaltabbau und die Bierbraukunst und die Bierbrauer. Das kommt hier zusammen, ja? Das gehört alles zusammen. Also kein Bier ohne Basalt. Es gab auch mal Ettringer Basaltbier, ne? Das gibt's nicht mehr. Aber jetzt gibt's Vulkanbräu. Jetzt gibt's Vulkanbräu. Also wir gehen ja, wenn wir das geschafft haben und heil wieder rauskommen, was wir ja sehr hoffen, dann gehen wir drüben in eine Vulkanbrauerei und trinken erstmal so einen echten Schluck Lava. Das war jetzt das Stichwort. Auf geht's. Ich bin gespannt. Ah ja. Das ist jetzt also der obere Mendiger Lavastrom. Das ist der obere Mendiger Lavastrom. Ja. Ist ein bisschen versteckt, ne? Der Eingang, in den wir jetzt reingehen. Und dann sind wir in einem Lavakeller, in dem vor ziemlich langen Zeiten Basalt abgebaut wurde. Das heißt, hier sieht man wunderbar, wir sehen das ja drinnen, da noch viel schöner die Basaltsäulen stehen und den Abbaubereich. Obendrauf liegt direkt der Trass vom Lacher See. Da muss man aufpassen. Und, jawohl, dann ist das warm hier drin. Schauen wir mal, ne? Ja, grandios hier, ne? Das ist ja schon beeindruckend. Wenn man sich das alles anschaut, da oben, die Säulen sind ein bisschen dünner im Durchmesser. Hier unten, das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen sie hier das in der Mitte abgebaut haben. Ja, das ist ja hier ein ganz besonderer Basalt. Das ist ja ein Mühlsteinbasalt, nennen die Leute das hier. Das heißt, es ist ein sehr poröser Basalt, aus dem man früher Mühlsteine gemacht hat. Und den hat man nicht oft. Den gibt es hier in Mendig. Ne? Der obere Mendiger Lavastrom ist aus Mühlsteinbasalt. Der untere Mendiger Lavastrom ist aus dem sogenannten Hartbasalt. Und dann haben wir noch in Mayen, da ist auch Mühlsteinbasalt ausgelaufen, aus dem Ettringer Bellerberg. Da gibt es auch so Lavaströme. Und da haben die Leute dann hier unter Tage diesen Basalt abgebaut und Mühlsteine hergestellt. Also für ursprünglich, für große Mühlen, Kraftmühlen und sowas, Windmühlen, Wassermühlen vor allen Dingen. Das heißt, das Ganze hier ist ja ungefähr 170.000, 200.000 Jahre alt. Wenn wir damals hier gewesen wären, wäre es ziemlich warm geworden. Das war natürlich ein voller, massiger Strom. Dann hätten wir in glühender Lava gestanden, dann wären wir jetzt schon verbrutzelt. Das wäre jetzt nicht so ganz sinnvoll. Nein, es ist einfach so, dass wir hier sehr schöne Phänomene beobachten können. Das heißt, wir sehen, dass die Schrumpfung, wenn der Basalt abkühlt, dass er schrumpft, dass diese Schrumpfung hier Risse erzeugt. Und wenn wir in der Mitte sind des Lavastroms, dann sind die Säulen, die sich daraus ergeben, natürlich dicker. Und wenn wir nach oben kommen zur Abkühlungsoberfläche, dann werden sie kleiner. Und auch wenn wir nach unten kommen, müssten sie wieder kleiner werden. Ne? Das haben wir schon oft beobachtet.
Und das ist der Grund, warum sie halt hier Mühlsteine abbauen konnten, weil die Säulen dermaßen groß sind, bis 3 Meter sind die im unteren Bereich. Und das hat man an vielen Stellen nicht, im Siebengebirge zum Beispiel, im Westerwald oder auch in anderen Gebieten, in der Rhön und all sowas. Da sind die Säulen im Allgemeinen von einem sehr geringen Durchmesser, vielleicht so dick. Und da kann man natürlich keinen Mühlstein draus machen. Aber wenn ich eine 3 Meter dicke Säule habe, dann geht das schon. Denn so ein Mühlstein hat ja durchaus 1,5 Meter Durchmesser. Ja, und das Tolle ist hier an dieser Lava, die erstarrt ist, dass wir hier eine Struktur haben, die gut geeignet ist, um Korn zu mahlen. Manche Basalte, die polieren einfach, die werden glatt, da kann ich kein Korn mehr groß mit mahlen. Das heißt, das ist hier eine besondere Ausführung, die natürlich perfekt ist. Die großen Durchmesser der Säulen und dann noch das Gestein selber, das eine gewisse Porosität hat. Und dadurch kann es das Korn beim Mahlen mitnehmen und zerquetschen. Ja, das ist ja beeindruckend. Ja. Warum ist das hier eigentlich alles so stabil? Denn guck mal, die hängen da oben an der Decke. Müssen wir nicht befürchten, dass da mal einer runterkommt? So schnell wahrscheinlich nicht. Das steht jetzt schon eine ganze Weile. Also das Ganze, müsste man jetzt erstmal dazu sagen, ist ja alles in Handarbeit hergestellt. Das heißt, diese ganzen Lavakeller waren ja früher massiver Basalt, abgekühlter Lavastrom. Und das ist alles hier mit Hammer und Meißel oder so ähnlichen Werkzeugen rausgeklopft worden. Das heißt, hier unten sind die Bergleute drinne gewesen. Die sind dann nicht wie wir, durch diesen Eingang, sondern durch irgendwelche Schächte runtergekommen. Hier sehe ich gerade keinen, müssen wir gleich mal einen Schacht suchen. Hier um die Ecke ist noch eine Treppe, das kommt dann aus etwas jüngerer Zeit. Denn oben drüber liegen ja über dem Basalt, liegen ja noch 30 Meter Bims vom Lacher See. Und dadurch haben die Schächte gegraben und sind dann hier in den Untergrund gekommen und haben dann Basalt abgebaut. Und alles nur in Handarbeit. Dass hier Pressluft verwendet wurde, das ist erst so in den 1900, ich weiß nicht, Hälfte des 20. Jahrhunderts, also 1950, 1940, so, da setzte das langsam ein. Aber vorher arbeitete man nur mit Hammer und Brechstangen und Meißel. Und diese gesamten riesigen Hallen hier, die ja untermännig insgesamt, früher waren es mal 3 Quadratkilometer, manche sind schon kaputt gegangen, die sind alle in Handarbeit entstanden. Wahnsinn. Das ist das größte unterirdische Abbauwerk, was wir hatten. Ja, man sagt, das größte unterirdische Basaltbergwerk auf der Welt ist hier in Männlich am Lacher See. Das ist ja schon beeindruckend. So Sven, du hast sehr viel Vertrauen, du setzt dich hier hin. Hast du nicht Angst, dass irgendetwas von oben runterkommen kann? Schwierig zu sagen, ne? Man kann es eigentlich nicht sagen, weil das wird ja hier in diesem Bereich, in dem wir jetzt drin sind, nicht überprüft. In den Lavakellern, in den Museumskellern vom Lavadom-Museum und von der Brauerei, da wird die Decke regelmäßig von Geotechnikern dann abgeklopft sozusagen. Die gehen dann hin, hämmern dagegen und wenn das Ganze einen gewissen Klang hat, dann... Testen wir mal. Ja. Kannst du sagen, ist das okay? Ich würde sagen, hört sich noch sehr stabil an. Also ich bleibe jetzt hier unbesorgt sitzen. Ne? Da wird es auf jeden Fall regelmäßig überprüft. Und die alten Bergleute, die konnten das also so richtig gut hören. Ne? Die haben dann mit einem Hämmerchen oder mit irgendwas dagegen geklopft und sagten, die Säule ist locker. Und das sieht man auch im Lavakeller vom Lavadom-Museum. Da sind also Säulen, die sind dann oben geklebt und so mit einem Spezialklebstoff, dass die halt nicht runterfallen, wenn da Leute reingehen. Aber hier kann man jetzt keine Garantie dafür übernehmen. Ne? Aber wir haben ja einen Helm auf, was soll uns passieren? Aber das mit dem Klopfen, das kennen wir auch von unseren Tassen. Wenn man an eine Tasse klopft und die hat einen Riss, dann hört sich's anders an. Ja, das hört sich anders an. Und das war natürlich der Trick, den man auch bei den Ich meine, Säulen... hier sehe ich schon einen Sprung in der Basaltsäule. Ja. Das ist, naja, und da drüben, wenn wir die gleich noch mal genauer angucken, die hat ja einen richtig dicken Riss. Oh ja. Und ich meine, man muss dazu sagen, als hier abgebaut wurde, das war für die Bergleute, für uns ist jetzt hier eine Spielerei. Wir gehen hier hin und das ist so ein bisschen Abenteuerspielplatz oder Wissenschaftsspielplatz. Aber von den Bergleuten ist schon der ein oder andere ums Leben gekommen, weil die haben ja diese riesigen Säulen umfallen lassen. Ja. Das heißt, die haben die oben locker gehämmert, die haben eine Spalte da reingemacht, dann haben sie die nachher mit Brechstangen umgeworfen, dann lag das ganze Ding hier. Ja. Und da war schon mal ein Fuß oder ein Körper drunter. Jetzt haben wir hier so Nummern. Das ist natürlich auch eine Überwachung hier, die stattgefunden hat.
Ja, die ganzen Keller sind vom Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz in Mainz untersucht worden. Die sind auch vermessen worden mit 3D-Scannern und solchen Sachen. Da sind also schöne Aufnahmen gemacht worden, dreidimensional. Und jede Säule hat eine Nummer, damit man, also jede Säule ist einzeln vermessen. Und das wird halt hier auch regelmäßig nochmal überprüft, dass man halt weiß, geht irgendwas kaputt oder nicht, weil obendrauf stehen ja Häuser, obendrauf sind Straßen. Und es hat schon Fälle gegeben, zum Beispiel in Mendig auf dem Sportplatz neben der Vulkanbrauerei. Vor etlichen Jahren war eines Morgens ein Loch, so groß wie ein Haus. Da ist es eingestürzt. Ne? Und neben der Vulkanbrauerei, zwischen Vulkanbrauerei und dem Brauerhof vom Museum, wo man runtergeht in den Lavakeller, ne, was die Besucher hier alle kennen. Da ist eine abgesperrte Fläche. Da ist, ich weiß nicht mehr wann, 1800 irgendwas, eine ganze Brauerei einfach nach unten gefallen. Zack, war sie weg. Ach. Ja, man sieht auch, ich merke, ich habe mich an das Licht jetzt gewöhnt, dass es hier Querrisse gibt. Guck mal hier, der geht einmal durch. Das heißt, das gab es früher ja auch schon. Und dann haben die Leute, die das hier abgebaut haben, diesen Riss natürlich genutzt und haben darüber die Säule schon abbauen können, dann kamen sie leichter ran. Und wenn man genau schaut, ist das Material hier gerissen, an verschiedenen anderen Stellen gerissen. Das heißt, man hat auch nur einen ganz begrenzten Bereich, den man nutzen konnte, ne, für die Mühlsteine. Ja. Und wir sehen, hier gibt es Inhomogenitäten durch etwas, was hier mitgenommen wurde von der Lava beim Aufstieg durch die Erdkruste. Denn das ist ein Gneis hier wahrscheinlich, den man hier erkennen kann an dieser Struktur. Das ist ein ganz anderes Material aus der Kruste als das ehemalige Magma, das hier nach oben gekommen ist. Und sowas nennt man dann Fremdgestein oder Xenolith aus der Kruste. Manche kommen sogar aus dem Mantel. Und bei den Basalten, die aus dem Mantel gekommen sind direkt und bestimmte Zusammensetzungen hatten, da kommen dann solche Fremdgesteine mit, in denen Diamanten drin sind. Das ist dann aber in Südafrika zum Beispiel. Das heißt, wir können jetzt hier Diamanten suchen. Wir haben leider noch Wir nicht bleiben das länger. Glück, Ich hoffe, der Strom reicht. wir haben noch nicht das Glück gehabt, hier Diamanten zu finden. Ja, schade eigentlich. Ne? Oder vielleicht gut, weil dann wäre ja hier ordentlich was los, wie irgendwo im Kongo. Ja, das ist so, daran versteht man den Transport. Ja? Wir kriegen mit schnellem Transport aus dem Erdmantel kriegen wir Diamanten nach oben, die wir sonst gar nicht an der Oberfläche finden würden. Das muss aus großer Tiefe gekommen sein, ja? Mit Druck und Temperatur gebildet. Also es ist ein sehr schönes Beispiel hier. Ja, und diese Xenolithe, die hat man noch im Kottenheimer Wienfeld, da hinten bei Kottenheim und in der Ettringer Ley. Ja. Da sind ja auch riesige Basaltabbaugebiete über Tage und da hat man massenweise von diesen Xenolithen drin. Das ist natürlich für die Geologen super interessant, weil dann bekommt man einen Aufbau von der Kruste. Man sieht ja, aus welcher Tiefe die ungefähr gekommen sind. Das kann man mit entsprechenden Analysegeräten herausfinden. Und dann weiß man, wie die Kruste hier strukturiert ist. Aus welcher Tiefe kommt denn dieser Gneis wahrscheinlich? Der Gneis, der kann ja aus 10 Kilometer Tiefe und mehr kommen. Also das kann man jetzt so auf Anhieb nicht sagen, aber solche Beispiele haben wir eben. Das hieße dann, dass die Magmakammer ja auch in 10 Kilometer Tiefe damals gewesen ist. Dieses Magma war sowieso aus größerer Tiefe, direkt aus dem Mantel. Da ist nicht viel Zwischenstopp gewesen in der Kruste. Das heißt, wir haben hier den Transport einfach beim Aufstieg, reißt das Material aus der Kruste mit ab und bringt dann diese Xenofragmente mit nach oben. Ach so, das heißt, wenn der jetzt lange in einer Magmakammer unter der Erde gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich aufgeschmolzen. Ist der aufgelöst, genau. Das heißt, der musste praktisch schwupp. Der kam mit und war oben. Direkt hoch, ja. Ja. Das heißt, es ist ein Mitnahmeeffekt gewesen, wenn man das so will. Das Magma selber hier ist vielleicht aus 50 bis 70 Kilometer Tiefe gekommen, hatte vielleicht mal einen Zwischenstopp, da hat es sich ein bisschen verändert. Aber letztendlich ist nicht viel Zeit geblieben, um in der Kruste stecken zu bleiben und sich zu verändern. Wenn es kühler wird, dann bilden sich ja Minerale und diese Minerale, die verändern das ganze System, wenn sie nicht mitgenommen werden, sondern sich absetzen als Bodensatz in einer Magmakammer. Und dann ist der Rest, quasi die Suppe, die da drüber steht, die rauskommt, die ist anders zusammengesetzt als ursprünglich das Magma, was bis dahin gekommen ist. Also das ist ja im Siebengebirge, du kommst ja aus Bonn, ne? Du guckst ja praktisch immer auf den Drachenfels. Ja. Der hat ja diese großen Sanidinkristalle drin. Ja. Die haben sich ja unten in der Magmakammer Die mussten irgendwo Zeit gebildet, haben. sind nach oben gekommen und... Genau. Die mussten Zeit haben, um sich zu entwickeln. Die bilden sich nicht so schlagartig.
Dieses Magma, wenn es dann nach oben als Lava kommt, das kristallisiert nicht zu großen Mineralen, sondern das sind relativ kleine Minerale immer nur gebildet, weil es sich zu schnell abkühlt. Wenn wir große Minerale haben wollen, müssen wir in der Magmakammer, in der Kruste einen Stopp machen und dann haben wir die Möglichkeit, dass bei der Abkühlung langsam die Kristalle wachsen können. Ja, hier sieht man gar keine Kristalle drin. Ne? Wenn ich aus Versehen mal irgendwo ein Olivin mit drin steckt. Also da müsste man jetzt einfach mal einen glatten Anschnitt haben und das vielleicht auch dünn schliffmäßig bearbeiten. Dann sieht man schon eine Menge Kristalle. Aber hier Ja, aber so rein optisch wie große Kristalle wie haben bei wir anderen. nicht. Da haben wir, es gibt andere Magmen, die hier schon Vorkristalle gebildet haben, vorher in der Tiefe. Und die sind dann als Einsprenglinge ab und zu deutlich zu sehen. Ja, Ja, müsste man ja auch hier dann gut sehen. Das sind ja alles schön, das ist Abfall, ne? Die Bergleute haben mache mal einen Test. ganz schön. Guckst du nach oben? So. Siehst du, und da haben wir dann schon mal ein Mineral. Das ist, so wie es aussieht, ohne Brille, ein Olivin, der Ich eigentlich auch gar gesagt, nicht, sieht grünlich aus. der gar nicht so häufig hier drin vorkommt. Und man sieht auch schön, wie porös dieses Ja. Basaltgestein ist. Ne? Das besteht ja, also es sind ja unendlich viele kleine Poren drin. Ne? Jetzt fass mal da drüber, da kannst du dir vorstellen, dass das Korn da auch hängen bleibt und Ja. mitgenommen wird. Ne? Und während wir den Hartbasalt, wenn wir den von einem anderen Vulkan nehmen, der ist ja vollkommen glatt, wie bei uns in Köln die Pflastersteine. Genau, das sind so die älteren Basalte, die es hier im Schiefergebirge gibt und die sind dann dicht, die werden schnell poliert. Man weiß als Radfahrer, dass man bei feuchten Pflastersteinen, die aus Basalt bestehen, Liegt bitte uns schnell vorher auf der bremsen Nase. sollte. Ja, diese ganzen Abfalldinger, die haben die Bergleute ja liegen lassen. Die haben ja nur den Werkstein oder den Mühlstein rausgeholt und alles, was sie nicht mehr gebraucht haben. Wir machen gleich mal noch eine Aufnahme da hinten rein. Ja. Da liegen also riesige Abfallhalden, also diese Gesteinstrümmer, die dann keine Verwendung mehr hatten, zunächst mal. Ja, man hätte es verwenden können, aber der Transport nach oben ist viel zu teuer gewesen Ja. und zu kräftezehrend. Wenn ich die Größe brauche, kann ich an der Oberfläche welche absammeln. Ja, das ist nicht das Problem. Nein, man wollte hier dieses Material haben und das hat lange Zeit vielen Leuten Arbeit und Brot gegeben. Ne? Muss man auch sehen. Es war ein riesen Industriezweig hier. Ja, Mühlsteine haben ja schon die Römer abgebaut. Die fingen ja damit an und die haben ja schon eine Riesenindustrie aufgebaut. Archäologen, von denen habe ich gehört, die haben berechnet, wie viel Material fehlt denn. Über 20 Millionen Mühlsteine sollen hier hergestellt worden sein. Aber nicht unter Tage. Nee, nicht unter Tage, auch über Tage. Wir haben Ne? über Tage abgeholt. 20 Millionen. 20 Millionen. Also das waren jetzt nicht alles die großen Kraftmühlsteine, sondern auch so, früher hatte man ja so eine Handmühle. Ja. Also so groß und so ein Reibstein. Ja, genau. Und insgesamt sollen hier ungefähr 20 Millionen Mühlsteine hergestellt Das heißt, werden. Hier in jeder- diesem sogenannten Eifler Mühlsteinrevier. Da gehört ja noch Mayen, Kottenheim, Ettringen Ja. und hier Mendig dazu. Das heißt, jeder Römer hatte einen Mühlstein zu Hause. Ja, so ungefähr. Ja, die hatten ja so Kohorten. Ich weiß nicht mehr, wie viele eine Kohorte waren, glaube ich, 15 Leute bei den römischen Soldaten. Und einer musste immer, jede Kohorte hatte einen Mühlstein. Dann haben die da abends ihr Mehl gemahlen und ja. ihren Fladen gebacken, dass morgens die Brötchen fertig waren. Was heute der Thermomixer ist, ist damals der Der Mühlstein Mühlstein gewesen, ja. Der Thermomixer aus Basalt hat ja heutzutage auch keiner mehr. Ja, Aber das ist noch interessant hier mit diesem Zeug. Das liegt ja in Ettringen da drüben, bei Mayen. Da gibt es ja keinen Trass oben drauf. Ne? Das haben ja nur die Mendiger. Die haben den Basalt vom Lacher See oben drauf. Und die drüben im Raum Mayen, da der Wind ja von Westen kam, ist alles nach Osten geflogen, als der Lacher See-Vulkan ausgebrochen ist. Da liegt das dann alles offen. Und da sind riesige Halden gewesen. Und das war auch ein Job für die nicht ganz so starken, die keine Mühlsteine abbauen konnten. Die mussten diese Trümmer zu Eisenbahnschotter zerhämmern. ach, Da waren also, wie weiß ich, Dutzende, Hunderte von Leute, Kinder, Rentner, Ja. Frauen, die also nicht so toll hämmern konnten wie die starken Männer. Die haben diese Steine zu Eisenbahnschotter zerhämmert. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts, als das Ruhrgebiet industrialisiert wurde und da Eisenbahnen gebaut wurden. War Handarbeit, also bevor die Brechwerke dann gebaut wurden. gut, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir da hinten noch reingucken und haben hier jetzt erstmal einen Eindruck bekommen. Ja,
Sven, das ist ja eine interessante Ecke hier, mein lieber Mann. Da ist einiges runtergekommen. Wo kommt das denn her? Wir haben doch hier so eine mächtige Basaltdecke da drüber. Das ist ein ehemaliger Schacht. Man sieht das daran, weil ich muss mal hier gucken, wenn ich hier mal so ein paar Steinchen aufhebe. Das ist Bims. Das heißt Bims vom Lacher See. Hoppla. Und der Lavastrom ist ja, wie wir vorhin gesagt hatten, hier 170.000 Jahre alt. Und der Lacher See Vulkan ist vor 13.000 Jahren ausgebrochen. Und diese ganzen Lavaströme aus Basalt, die sind dann ja bei der Eruption des Lacher Seevulkans so 30 Meter ungefähr mit Bimsasche bedeckt worden. Und da liegt jetzt oben drauf halt überall Bims. Ne? Und hier war ein Schacht, weil der Bims war früher für die Bergleute, die haben vor 800 Jahren angefangen, hier nach Basalt zu bauen. So circa, ne? Man weiß das nicht genau, weil es gibt keine Unterlagen darüber. Es kann sein vor 600, 700, aber es gibt auch Indizien, dass es schon vor 800 Jahren losging. Und die konnten mit dem Bims nichts anfangen, das war Abfall. Ne? Und die hatten ja als Werkzeug eine Schippe und ein Eimerchen. Und da konnten sie jetzt nicht den Bims großflächig wegtragen, um Tagebau zu bauen. Also haben sie Schächte nach unten gegraben. Die hatten einen Durchmesser von 4, 5 Metern so im Allgemeinen. Und da stand ein Göpelwerk oben drauf. Das war so eine Winde, eine große Winde, die wurde von einem Ochsen oder einem Pferd gedreht. Und damit haben sie dann die Mühlsteine und die Werksteine nach oben gezogen. Die Schächte sind alle zusammengefallen, aber das ist einer. Hier kommt also dann das Material von oben runtergefallen und das sieht man auch an dem Bims. Der liegt halt oben drauf. Hier unten gibt es keinen Bims. Ne? Ja, ist klar. Das ist ja jünger und liegt oben drauf. Ja, aber die haben doch das wahrscheinlich noch zu anderen Zwecken genutzt, diese Löcher. Nee, eigentlich nur um runterzukommen. Nein, ich meine in neuerer Zeit als Abfallmöglichkeit. Ach so, in neuerer Zeit. Ja, hier haben wir wenig Abfall, aber drüben in Mendig, unter der Brauerstraße, da hat die Gemeinde Mendig oder die Stadt Mendig hat das richtig als Müllkippe benutzt. Da sind also Müllwagen, egal ob mit Ochsenkarren oder später auch als Auto, rangefahren rückwärts und haben den ganzen Müll da runtergekippt. Das heißt, man hat da unten Müll von mehreren Jahrhunderten. Das sind ja wertvolle Stellen eigentlich. Da ist aber nichts mehr da. Da kann man einiges da ist nur noch Plunder. Die wirklich wertvollen Sachen, so alte Werkzeuge und auch alte Bierflaschen waren da ja viel, weil in diesen Kellern wurde ja Bier gelagert, ne, weil oben sehr viele Brauereien ansässig waren. Ja. Dann wurde das Bier hier unten gelagert, weil es halt hier immer schön kühl ist, immer 8 Grad ist es ja hier so im Durchschnitt. Ist perfekt für untergäriges Bier. Ja. Das haben die sehr schnell rausgefunden. Das können wir ja nachher, wenn wir hier unsere Staublunge drüben in der Vulkanbrauerei, können wir das testen. Was trinkt man in Köln? In Köln? In Köln trinkt man natürlich gutes Kölsch. Obergärig oder untergärig? Obergärig. Obergärig, genau. Kölsch, das heißt, obergärig. Kölsch könnte man hier nicht lagern. So, das ist geklärt. Dann können wir uns ja mal Gedanken machen. Das Bier aus von der Vulkanbrauerei ist trotzdem das helle, finde ich köstlich. Kann ich also. Ja, da kommen wir dann nachher drauf zurück. Ja. Nee, wir können jetzt mal schauen, ob wir noch einen Aufgang nach oben finden. Hier gibt es nämlich Reste von Treppen. Und diese Treppen sind natürlich besonders spannend, wahrscheinlich sehr schmal. Und da konnte man keinen Mühlstein nach oben bringen. Das ging hier nur durch solche Schächte. Ja, da war dann noch eine massive Kette. Der wurde dann angekettet und nach oben gezogen. Ne? Ja. Und sieht man auf alten Fotos, sieht man das viel. Ist auch manchmal schief gegangen, ne? Dass der wieder zurückgekam. Ja, es hat viele Verletzte und Tote gegeben hier unter Tage. Das war eine sehr gefährliche Tätigkeit. Man sieht es ja auch da oben, ne, wenn wir uns das angucken. Das sieht ja jetzt nicht aus, als würde das sehr festhängen da. Ja. Ob wir da jetzt unseren Schlafsack ausbreiten würden. Da ist was abgerissen, man sieht es an der anderen Färbung. Ja? Die schwarz-grauen Basaltstücke sehen älter aus und das ist relativ frisch. Ja, dann sollten wir hier nicht zu lange verweilen. Ist aber keine Gefahr, weil man sieht hier die gelben Flecken, die auf den Steinen sind, hier auch. Die haben die Leute vom Geologischen Landesamt draufgesprüht. Vor vielen Jahren, als sie das hier bearbeitet haben. Und das heißt, der Stein liegt schon hier. Würde jetzt hier so ein dicker liegen von dem Kaliber daneben ohne gelben Punkt, dann wäre das ein Grund, sehr vorsichtig zu sein. Der wäre nämlich später runtergefallen. Okay. Ja, auf geht's. Dann suchen wir mal die Treppen.
Man kann ja eigentlich stundenlang erzählen, ne? Aber du gehst dahin. Ah ja, hier haben wir ja eine Treppe. Sehr schön. Ja, die geht nach oben. Ne? Man sieht kleine, enge Treppe aus Basaltstufen. Ja. Da sind die Bergleute dann früher runtergekommen. Die sind nicht alle. Oder nachdem hier unten dann richtige große oder größere Gebiete abgebaut wurden, dann wurden halt auch oben Treppen angelegt. Ursprünglich sind die ja ganz am Anfang durch die Schächte runtergekommen. Ah ja, so im Kreis. Ne? So, Ja, da waren so am Rand waren dann so kleine Laufwege. Und es gab auch Leitern da drin. Das war natürlich alles ein bisschen wackelig. Und als sich der Abbau dann hier ein bisschen so gefestigt hatte, dann wurden auch von oben her Treppen gebaut, so wie diese. Die gibt es ja also an allen Ecken und Enden. Das ist natürlich zu schmal, um da einen Mühlstein nach oben zu bringen. Ja. Das kann man Auch sagen. den zu rollen mit 1,5 Tonnen oder so. Also runter wäre vielleicht möglich. Oben ist es dicht, ne? Das ist alles verstürzt. Oben ist zugestürzt, da können wir oben gucken, aber es geht nicht weiter. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Nur in dem offiziell begehbaren Lavakeller, wo die Touristen reingehen, da hat man dann die Treppe quasi bis oben hin. Ne? Die ist dann da so richtig ausgebaut worden. Die geht vom Brauerhof, heißt das da geht die Treppe runter. Und der Brauerhof war ja die erste Brauerei in Mendig, Ah ja. wo man also runtergeht in den Lavakeller, wenn man eine Führung macht in diesem Brauerhof. Das war die erste Brauerei, die in Mendig hier eröffnet wurde. Da kam so ein Braumeister aus Neuwied von den Herrenhutern. Das war so eine Glaubensgemeinschaft. Und der hat dann gedacht, hey, hier ist ja super cool, ne? Also ist nicht nur cool, ist auch kühl. Unter Tage richtig kühl, da kann man doch Bier lagern und dann wird es nicht sauer und es gibt Sauerbier, was eigentlich keiner trinken will. Ja. 8 Grad, ja. Ja. Und das war nachher ein Problem, dass hier Bergleute zusammen mit Brauern waren und die einen haben dem anderen das Bier geklaut, oder wie war's? Ja, deshalb haben wir hier an vielen Bereichen diese Mauern, ne, die wir hier auch sehen. Das sind Diebesmauern. Ja. Im Volksmund nennt man die Diebesmauern, weil auf der einen Seite waren die Bergleute, ne, die mit schwerem Werkzeug da die Basaltsäulen flachgelegt haben und Mühlsteine gehämmert haben. Die haben natürlich hart gearbeitet und Durst bekommen. Auf der anderen Seite waren die Brauer, die hatten dann ihre Bierfässer da gelagert. Ja, was macht der Bergmann? Geht hin und holt sich ordentlich erfrischendes Bier. Und das hat dann dazu geführt, dass die nicht mehr richtig arbeiten konnten, weil sie waren ja besoffen. Und der Braumeister, ja, dem fehlte das Bier. Und deshalb wurden aus so Trümmersteinen, die übrig waren, diese sogenannten Diebeswände gebaut. Ah ja, Die findet man also überall hier schon unter. sehr trickreich. Ja, aber bei 8 Grad kann man auch schon Durst bekommen, wenn man hier diese Steine sieht, die man mit Hand bearbeiten muss. Ja, also ich möchte den Job nicht gemacht haben. Ne? Das muss eine ganz schön harte Tätigkeit gewesen sein, wenn wir uns vor allen Dingen vor Augen führen, dass die das ja alles in Handarbeit gemacht haben. Also keine Maschine, sprengen also sowieso nicht, aber auch keine Maschinen, nur Hammer und Meißel. Wie alt sind die geworden, weißt du das? Ich weiß es nicht, aber die haben natürlich hier unten noch schnell die Gicht bekommen und Rheuma. Hier ist ja immer feucht. Ja. Ne? Wer hier 10 Stunden arbeitet, von der Schwere der Arbeit einmal abgesehen, hat man dann ja auch diese feuchte Luft. Hier sind ja nahezu 100% Luftfeuchtigkeit oder es sind 100% Luftfeuchtigkeit hier unten. Und das geht schon auf die Gesundheit. Ja, das waren harte Zeiten. So, das war doch schon mal spannend. Na, gucke mal hier. Alte Bekannte haben wir da drin jetzt auch gerade gehabt. Ja, spannende Geschichte. So Sven, ich glaube, das hat sich heute gelohnt. Wir haben noch einen sehr schönen Eindruck bekommen hier von dieser Region. Und wenn wir uns das mal genau überlegen, könnte ich mir vorstellen, dass wir da noch mal zusammen rein. Das ist einfach zu faszinierend. Könnte ich mir auch gut vorstellen, zumal das ja in Wirklichkeit alles noch ganz riesig ist. Ne? Wir haben ja eigentlich noch einen klitzekleinen Teil gesehen und da gibt es noch viel mehr zu sehen. Vor allen Dingen auch die ganzen alten Brauereianlagen. Die haben ja auch einen großen historischen Reiz. Da komme ich noch mal drauf zurück. Also, herzlichen Dank und wir sehen uns. War mir ein Vergnügen. Jo, tschüss. Tschüss.